Willkommen. Norbert hat eine Frage. Wenn das ganze Drama hier nur dazu da ist, damit Gott sich selbst erfahren kann, dann will er ja alles erfahrbar erleben. Wenn Gott sich als Gewinner erleben möchte, braucht es den Verlierer, also Dualität. Wozu sollte ich als kleines Teilchen Gottes nach irgendeiner Veränderung streben? Dann ist doch eigentlich alles gut, so wie es ist, oder nicht? Alles Leid auf dieser Erde muss wohl von Gott gewollt sein. Und trotzdem ist mir immer wieder zum Heulen zumute. Worum geht es eigentlich wirklich? Können wir lernen, uns nur noch auf Spiele einzulassen, so wie miteinander wippen, ohne Verlierer? Was ist das Ziel? Das ist eine sehr schöne Frage, denn sie ist ehrlich, sie ist existenziell und sie berührt genau den Punkt, an dem viele Menschen innerlich hängen bleiben. Da taucht dann diese Vorstellung auf, alles, was hier geschieht, sei ein göttliches Drama. Gott wolle sich selbst erleben. Und dafür brauche es Gegensätze, Gewinner und Verlierer, Licht und Dunkel. Und wenn das so ist, dann wirkt jede Sehnsucht nach Veränderung fast schon überflüssig. Dann könnte man sagen, es ist eben alles genau richtig so. Auch das Leid, auch das Grausame, auch das, was einen innerlich zerreißt. Und gleichzeitig sitzt man da, spürt die Tränen, die Ohnmacht, das Mitgefühl, vielleicht auch die Wut und merkt, so einfach fühlt es sich nicht an. Da stimmt etwas in dieser gedanklichen Lösung nicht mehr mit dem inneren Erleben überein. Der erste wichtige Punkt ist vielleicht dieser. Die Idee, Gott wolle sich erfahren, ist bereits eine menschliche Übersetzung. Sie ist kein Fehler, aber sie ist eine Vereinfachung. Denn sie benutzt Begriffe wie Wollen, Ziel, Absicht, weil unser Denken eben genauso funktioniert. Auf der Ebene des Menschseins ist das verständlich. In der Tiefe trifft das jedoch nur sehr begrenzt. Bewusstsein braucht kein Drama, um vollständig zu sein. Es braucht keinen Gegenspieler, um sich selbst zu bestätigen. Die Vorstellung vom kosmischen Theater entsteht erst dort, wo das Denken versucht, das Ganze in eine Geschichte zu pressen. Diese Geschichte kann tröstlich wirken, sie kann aber auch sehr hart werden, wenn man sie zu Ende denkt. Denn dann landet man schnell bei dem Gedanken, Leid müsse gewollt sein. Und genau da beginnt die innere Verzweiflung. Leid ist real, emotional, körperlich und seelisch. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Wenn jemand leidet, dann ist das kein philosophisches Rätsel, sondern eine konkrete Erfahrung. Und diese Erfahrung braucht zuerst Anerkennung. Tränen sind kein spirituelles Versagen. Sie zeigen, dass hier Empfindsamkeit ist, Berührbarkeit und Menschlichkeit. All das gehört dazu. Die entscheidende Unterscheidung liegt an einer anderen Stelle. Das, was geschieht, ist Ausdruck des Ganzen. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Ganze Leiden als Ziel verfolgt. Leid entsteht dort, wo Enge entsteht, wo die Identifikation greift, wo Angst, Verlust, Abwehr und Ohnmacht unser Erleben prägen. Diese Dynamiken sind Teil der menschlichen Erfahrung. Sie waren es immer. Sie sind nicht erfunden,
Sie sind wirksam und sie müssen ernst genommen werden. Wenn du fragst, wozu ein kleines Teilchen Gottes überhaupt noch nach Veränderung streben sollte, dann ist die Antwort überraschend schlicht. Veränderung geschieht ohnehin. Wachstum geschieht ohnehin. Lernen geschieht einfach so. Niemand muss das antreiben. Es ist kein moralischer Auftrag, es ist ein natürlicher Prozess innerhalb der menschlichen Ebene. Der Wunsch nach weniger Leiden ist kein spiritueller Irrtum, er ist der Ausdruck von Intelligenz und Mitgefühl. Auch wenn man erkennt, dass auf der tiefsten Ebene nichts fehlt, bleibt auf der Ebene des Menschseins sehr wohl etwas zu tun. Hinhören, handeln, Grenzen setzen, helfen und trösten. Und manchmal einfach auch nur da sein. Die Frage nach dem Spielen ohne Verlierer weist in eine sehr wichtige Richtung. Denn Reife zeigt sich dort, wo Konkurrenz an Bedeutung verliert, wo man merkt, dass es im Leben weniger um Gewinn geht als um Stimmigkeit, um Echtheit, um Beziehung. Das lässt sich lernen, aber nicht durch Ideale, sondern durch Erfahrung, durch Scheitern, Verstehen, erneutes Versuchen. Ein Ziel im klassischen Sinn gibt es dabei nicht. Es gibt keinen Endzustand, den man erreichen müsste. Eher geht es um Klärung, darum, die Verwechslung zu durchschauen, die aus Gedanken absolute Wahrheiten macht oder machen will. Darum, Mensch zu sein, ohne sich selbst zu verurteilen, darum, das Leben zu leben mit offenem Blick und offenem Herzen, auch wenn es manchmal weh tut. Vielleicht lässt sich das so sagen: Das Ganze braucht unser Leiden nicht. Es braucht aber unsere Ehrlichkeit, die Bereitschaft hinzuschauen, die Fähigkeit, Mitgefühl zuzulassen, auch und vor allem mit uns selbst. Und genau darin liegt etwas sehr Stilles und sehr Wahres. Kein Drama, kein kosmisches Theater, sondern einfach gelebtes Menschsein, getragen von einer Tiefe, die nichts beweisen muss. Danke fürs Hinhören.